Na super, die Map ist ja riesig. Und irgendwo hier soll das Dorf sein, das ich finden soll? Das kann dauern. Sei gegrüßt, edler Held. Teufel auch, wer seid ihr? Ich bin der Geist, der stets verneint. Moment, nein, falscher Text. Ich bin der Typ, der aus dem Nichts auftaucht und genau das hat, was du brauchst. Aha, und was soll das sein? Der Vanillepudding. Deine Karte, Mann. Nimm. Oh, gar nicht schlecht. Auf einmal weiß ich, wo ich bin. Und ich leg sogar noch einen drauf. Jetzt kannst du auch sehen, wo die Brücken sind. Der Wahnsinn. Kannst du mir vielleicht jetzt auch noch zeigen, wo das Dorf ist? Klar, da unten. Oh boy, danke, Alter. Jo, dann mal tschüss. Die Rechnung kommt mit der Post. Hallo zusammen, hier spricht Rain. Wart ihr jeder Meinung, eine Minikarte würde in eurem Spiel gerade noch fehlen? Dann habt ihr vielleicht gegoogelt und seid auf das eine oder andere Minimap-Skript oder Plugin gestoßen. Aber wusstet ihr, dass es möglich ist, eine Minikarte zu implementieren, die nicht eine einzige Zeile Code benötigt? Sicher, eine solche skriptlose Minikarte hat natürlich nicht die Features, die ein Skript oder Plugin liefern würden, aber sie wird euch zumindest live anzeigen, wo ihr euch gerade befindet. Auch Markierungen können per Schalter aktiviert und deaktiviert werden. Der Vorteil ist, dass diese Karte lediglich ein paralleles Event benötigt und dementsprechend recht performant ist. Ihr müsst euch außerdem nicht mit Skriptbefehlen oder Plugin-Kommandos herumschlagen und, falls ihr den MV verwendet, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, ob das Plugin nach dem nächsten Update der Engine noch kompatibel ist. Ich zeige euch das Tutorial im RPG Maker MV, kann aber bestätigen, dass es auch im XP und VX Ace funktioniert. Andere Versionen habe ich leider nicht, aber ich sehe keinen Grund, warum es dort nicht auch funktionieren sollte. Falls es jemand für eine andere Version getestet hat, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob es funktioniert hat oder nicht. Ich werde euch die Begriffe wie üblich in Deutsch und Englisch nennen. Also, dann legen wir mal los. Zunächst, dies ist die Karte, die ich als Beispiel für dieses Tutorial erstellt habe. Sie ist 100 Kacheln breit und 100 Kacheln hoch. Für mein Demospiel habe ich eine Auflösung von 960 x 720 gewählt. Als erstes benötigt ihr eine Grafik, die ihr als Minikarte verwendet. Die einfachste Methode wäre hier, die Karte in der Liste rechts zu klicken und als Bild speichern Save Image. Dieses Bild könnt ihr dann im Bildbearbeitungsprogramm eurer Wahl auf die gewünschte Größe bringen. In meinem Beispiel habe ich außerdem die landschaftlichen Merkmale nachgezeichnet und es ein wenig wie eine alte gezeichnete Karte aussehen lassen. Das ist aber natürlich vollkommen euch überlassen. Wichtig ist dabei Folgendes zu beachten: Die Dimensionen der Minikarte in Pixeln müssen Vielfache oder Bruchteile der Dimensionen der eigentlichen Karte in Kacheln sein. Wie bereits erwähnt, hat meine Karte eine Breite und Höhe von je 100 Kacheln. Meine Minikarte wird 200 Pixel breit und hoch werden, also Kartenbreite und Höhe in Kacheln mal 2. Ich könnte stattdessen auch zum Beispiel 50, 100 oder 300 Pixel verwenden, also Kacheln durch 2, Kacheln mal 1 oder Kacheln mal 3. 250 wäre wiederum problematisch, denn das wäre Kacheln mal 2,5. 80 wäre auch problematisch, denn das wäre geteilt durch 1,25. In beiden Fällen ist der Faktor keine ganze Zahl. Ich hoffe, das ist soweit irgendwie verständlich, ich weiß nämlich leider nicht, wie ich es besser ausdrücken soll. Warum das so sein muss, seht ihr nachher noch. Hier seht ihr meine Minikarte. Im Beispiel habe ich sie als 3 separate Ebenen gespeichert. Die Karte selbst, die Brücken und das Dorf. Außerdem habe ich einen roten Punkt von 7 x 7 Pixel erstellt. Diesen werden wir verwenden, um die Position des Spielers auf der Minikarte anzuzeigen. Nun fangen wir an, die Karte selbst zu implementieren. Verschiebt eure erstellten Grafiken in den Ordner IMG, Pictures. Wechselt im RPG Maker jetzt auf die Eventansicht und erstellt ein neues Event. Ich platziere die Kartenevents gerne in der linken oberen Ecke der Map, aber das ist natürlich euch überlassen. Schaltet den Auslöser auf Parallel, Trigger Parallel Process. Erstellt dann einen Eventbefehl. Im Beispiel habe ich die Anzeige der Karte an die Bedingung geknüpft, dass der Spieler den Gegenstand Karte im Inventar hat. Das ist natürlich optional. Klickt auf Bedingte Verzweigung, Conditional Branch. Unter dem 4. Reiter findet ihr den Punkt Gegenstand oder Item. Wählt hier den entsprechenden Gegenstand aus.
Setzt außerdem einen Haken bei Else-Verzweigung erstellen, Create Else Branch und klickt OK. Zuerst stellen wir die Karte dar. Erstellt einen weiteren Eventbefehl unter if und wählt Bild zeigen. Unter Nummer, Number, solltet ihr eine einigermaßen hohe Zahl wählen. Dies sorgt einerseits dafür, dass ihr mit anderen Bildern, die ihr auf der Karte vielleicht einblenden wollt, nicht in die Quere kommt, und andererseits, dass die Minikarte und alles, was dazugehört, über anderen Bildern gerendert wird. Ich nehme hier 50. Unter Bild, Image, wählt ihr die Grafik für die Karte aus. Unter Direkte Zuweisung, Direct Designation, könnt ihr jetzt die Position der Karte festlegen. Ich platziere sie bevorzugt am linken oberen Bildschirmrand mit einem Abstand von 10 Pixeln zum Rand. Also gebe ich in beide Felder 10 ein. Denkt daran, dass sich der Nullpunkt in der oberen linken Ecke befindet. Die positive X-Achse zeigt nach rechts, die positive Y-Achse nach unten. Klickt OK. Optional könnt ihr an dieser Stelle weitere Bedingungen festlegen, beispielsweise gesetzte Schalter, um über diese Markierungen auf der Karte einzublenden. Denkt daran, den Grafiken für diese Markierungen Nummern zu geben, die höher sind als die Nummern der Karte. In meinem Fall sieht das also so aus. Als nächstes stellen wir den Cursor dar, der uns die Position des Spielers auf der Minikarte anzeigen soll. Erstellt einen weiteren Eventbefehl unter if und wählt Bild zeigen, Show Picture. Da der Cursor über der Minikarte gerendert werden soll, erhält er die höchste Nummer. Ich nehme hier die 53. Unter Bild, Image wählt ihr die Grafik für den Cursor aus, in meinem Fall der rote Punkt. Unter Ursprung wählt Mitte, Origin, Center und selektiert Bezeichnung mit Variablen, Designation with Variables. Klickt dann auf X und wählt einen freien Variablen-Slot aus. Nennt diese Variable Karte Spieler X. Wiederholt dasselbe bei Y und nennt die Variable diesmal Karte Spieler Y. Klickt OK. Erstellt dann einen weiteren Eventbefehl und wählt Variablen steuern, Control Variables. Wählt die Variable Karte Spieler X aus und wählt als Operanden Spieldaten Game Data. Klickt dann auf den Button, der daneben erscheint. Hier wählt ihr Charakter Character aus, selektiert Spieler und Karte X, Player Map X. Klickt OK und wiederholt das Ganze für Karte Spieler Y. Natürlich bei Spieldaten dann Karte Y oder Map Y auswählen. Es folgt ein weiterer Eventbefehl. Erneut wählt ihr Variablen steuern, Control Variables und Karte Spieler X als Variable. Und jetzt kommt das zu tragen, was ich euch am Anfang erklärt habe. Während sich euer Charakter auf den Kacheln der Karte hin und her bewegt, bewegt sich der Cursor analog auf der Minikarte. Was für den Charakter eine Kachel ist, ist für den Cursor ein Pixel. Falls eure Minikarte so breit und hoch ist, wie eure Map Kacheln hat, ist das auch in Ordnung. In meinem Fall ist die Minikarte aber doppelt so breit und hoch wie die Map. Das heißt, für jede Kachel, die sich mein Charakter in eine Richtung bewegt, muss sich der Cursor 2 Pixel bewegen. Aus diesem Grund wähle ich als Operation Mul für Multiplizieren und als Konstante, Constant, 2. Das gleiche wiederhole ich jetzt natürlich auch für Karte Spieler Y. Ihr könnt bei Konstante nur ganze Zahlen eingeben. Deshalb die ganze Geschichte mit dem Vielfachen und Bruchteilen am Anfang. Ist eure Minikarte weniger Pixel breit oder hoch als eure Map Kacheln hat, müsst ihr statt Mul Diff auswählen für Dividieren. Wäre eure Konstante übrigens 1, könnt ihr diese beiden Operationen hier komplett weglassen. Falls ihr vorhin für die Grafik der Karte bei Bezeichnung mit Variablen, Designation with Variables, etwas anderes als 0 eingegeben habt, müssen wir nun auch den Cursor entsprechend verschieben. In meinem Fall habe ich sie 10 Pixel vom Rand wegbewegt. Das gebe ich hier nun ein. Und das war's. Schauen wir uns mal an, wie es jetzt aussieht. Sobald ich den entsprechenden Gegenstand erhalte, wird mir die Karte wie gewünscht oben links angezeigt.
Die Dame hier aktiviert die Schalter für die Brücken und das Dorf, sodass diese ebenfalls angezeigt werden. Wie ihr seht, bewegt sich der rote Punkt passend zu meinem Charakter und wir können so ganz leicht zum Dorf navigieren. Das ist der grüne Punkt unten auf der Karte. Wir finden auch die Brücken, die hier aus irgendeinem Grund nicht funktionieren, aber gut, das ist jetzt auch irrelevant. Und hier haben wir das Dorf. Wie ihr seht, sobald ich mich auf der Position des Dorfs befinde, ist der rote Punkt deckungsgleich mit dem grünen. Zum Abschluss noch, wenn ihr die Map wechselt, dürft ihr natürlich nicht vergessen, die Bilder wieder auszublenden. Das muss nämlich explizit getan werden, sonst bleiben sie einfach, auch wenn das Event nicht mehr läuft. So, nun wisst ihr, wie ihr eine Minikarte erstellen könnt, die keine einzige Zeile Code benötigt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Verbesserungsvorschläge und so weiter habt, könnt ihr sie natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Falls euch das Tutorial gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Euer Rain.